Nehmen wir natürlich ironischerweise einmal an, du möchtest es einem verdeckten, vulnerablen Narzissten recht machen. Dann brauchst du vor allem Ausdauer. Vollständig gelingen wird dir das selbstverständlich nie. Aber der Versuch könnte dein ganzes Leben ausfüllen. Im Folgenden geht es auf eine ironische Weise darum, wie unsere wertvolle menschliche Empathie, Hoffnung, Loyalität und die Bereitschaft zur Klärung in einer missbräuchlichen Beziehung gegen uns verwendet werden können. Die folgenden beschriebenen Reaktionen auf einen Narzissten verursachen nicht seinen Missbrauch. Dafür ist der Missbraucher ganz allein verantwortlich. Zur besseren Sprechbarkeit rede ich von dem Narzissten, meine aber selbstverständlich auch die Narzisstin. Mein Name ist Iris Straube und ich begleite dich auf deinem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Stell dir vor, du besuchst einen verdeckten, vulnerablen Narzissten bei ihm zu Hause. Vielleicht bist du gut gelaunt, hast etwas Schönes erlebt oder bei irgendetwas Erfolg gehabt. Vielleicht hast du Neuigkeiten, über die du dich freust. Dann lass das alles vorsorglich bei dir zu Hause. Schließlich weißt du noch gar nicht, in welcher Stimmung der Narzisst dich heute braucht. Öffnet er dir mit leidender Miene, passt du dein Gesicht unverzüglich an. Dein fröhliches Lachen könnte ihn ja daran erinnern, dass es dir gut geht. In Gegenwart seines Leidens lebendig zu wirken, wäre äußerst rücksichtslos. Frage ihn deshalb als erstes, wie es ihm geht. Natürlich erwartest du keine Gegenfrage, denn er befindet sich in einer Krise und deine Belange würden den Narzissten nur unnötig belasten. Wenn er von sich berichtet, hörst du dagegen sehr aufmerksam zu. Wenn er erzählt, wer ihn wieder enttäuscht und verletzt hat, nickst du nach jedem Satz bestätigend. Vergesse dabei nicht, dich sehr betroffen zu zeigen. Stelle auf keinen Fall Rückfragen, die seine Erzählung mit einer zweiten Perspektive verändern könnten. Du warst zwar nicht dabei, aber wozu gibt es Loyalität, die keine Tatsachen prüfen muss? Sagt er dir, jemand sei egoistisch, unmoralisch oder übergriffig, übernimmst du diese Einschätzung am besten vollständig. Denn der Narzisst bewertet Menschen immer richtig und seine Feinde werden automatisch auch deine Feinde. Wichtig ist, dass du die betreffende Person später konsequent meidest. Nachdem du ihre Verurteilung genauestens verinnerlicht hast, kannst du sie auch zur Rede stellen. Falls der Betroffene dir seine Version der Ereignisse schildert, bist du überzeugt davon, dass er lügt. Schließlich hat der Narzisst dich bereits von der Wahrheit unterrichtet und du hast gesehen, wie er leidet. Überhaupt solltest du sein Leid sehr ernst nehmen, denn seine Probleme beruhen auf sehr großen Ereignissen. Deine Probleme sind dagegen regelrecht unbedeutend. Sollte dir der Fehler unterlaufen, eines deiner geradezu lächerlichen Probleme im Gespräch mit dem Narzissten zu erwähnen, korrigiert er dich zurecht, indem er sofort wieder auf sich zu sprechen kommt. Außerdem hast du vollstes Verständnis dafür, wenn der Narzisst Nachrichten in seinem Handy liest oder nebenbei etwas isst, falls du etwas kurz von dir erzählen solltest. Hoffentlich weißt du, wie anmaßend es wäre, von dem geschwächten Narzissten Anteilnahme zu erwarten. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn du etwas Schönes erzählen möchtest. Dann zeigst du möglichst keine Freude. Am besten erwähnst du gar nichts, was dir gelungen ist. Denn du willst doch den Narzissten nicht dem Schmerz aussetzen, dass es in deinem Leben etwas gibt, worüber er gerade nicht verfügt. Rutscht dir fälschlicherweise dennoch eine Erfolgsnachricht heraus? Hilft dir der Narzisst, es wieder gut zu machen, indem er lange darüber spricht, was er im Gegensatz zu dir alles nicht hat oder nicht kann?
Dann hast du die Chance, den Narzissten ausgiebig zu trösten. Spiele deinen Erfolg unbedingt herunter und versichere dem Narzissten, dass er das mit Leichtigkeit und noch viel besser als du auch geschafft hätte, wenn er nicht so benachteiligt wäre. Wenn du es ganz gut machen möchtest, erwähnst du noch, dass dein derzeitiges Glück bestimmt nicht lange anhalten wird. Dann hast du es endlich geschafft, deine Freude auf ein sozial verträgliches Maß zurückzubringen und der Narzisst kann verdientermaßen wieder zur Ruhe kommen. Hast du dir jedoch zu Schulden kommen lassen, den Narzissten sehr aufzuwühlen, solltest du unverzüglich versuchen, ein gutes Selbstwertgefühl bei ihm aufzubauen. Dafür widersprichst du ihm sofort, falls er in scheinbare Selbstabwertungen abzurutschen droht, wie folgende: Mir gelingt überhaupt nichts oder ich mache alles falsch. Ich hoffe, dann bist du verantwortungsbewusst genug, ihn mehrere Stunden zu loben und an seine Vorzüge zu erinnern. Selbstverständlich entschuldigst du dich, dass du ihn scheinbar verletzt hast. Zur Wiedergutmachung kümmerst du dich die restliche Zeit deines Besuches ausschließlich um den Narzissten. Dabei konzentrierst du dich auf seine Probleme mit deiner vollen Aufmerksamkeit. Sobald du ein Problem erfasst hast, suchst du schnellstmöglich nach Lösungsvorschlägen. Überlege dabei gleichzeitig, welche Lösung du für den Narzissten übernehmen könntest. Anschließend verstehst du mitfühlend, dass der Narzisst jede deiner Lösungen als unmöglich, unzumutbar oder schlicht langweilig beurteilt. Kostet dein Vorschlag Geld, war er wirklich rücksichtslos. Ist er kostenfrei, taugt er natürlich nichts. Ist er gar leicht umzusetzen, hast du das Problem bestimmt nicht verstanden. Bewertet der Narzisst die Qualität deiner Hilfe, nimmst du dir seine Hinweise gründlich zu Herzen. Ist der Gesichtsausdruck des Narzissten immer noch betrübt, hast du dich wahrscheinlich nicht genug bemüht. Drängen sich dir Gedanken auf, dass es gar nicht um eine Lösung geht, verurteilst du dich streng. So lieblos möchtest du auf keinen Fall sein. Sicher hast du nur noch nicht die richtige Lösung gefunden, also streng dich noch mehr an. Wenn du Selbsthilfe brauchst, behelligst du den Narzissten bitte nicht damit. Seine Kräfte braucht er ungeteilt für sein eigenes, schweres Leben. Solltest du krank werden, zeige, wie gut du das inzwischen verstanden hast und frage nicht, ob er dich unterstützt. Ihn bei seinem Schicksal zusätzlich zu belasten, wäre doch nur egoistisch. Außerdem solltest du alles, was du zu dem Narzissten sagst, sorgfältigst prüfen. Denn du möchtest ihn doch nicht aus Versehen verletzen, oder? Vielleicht gibt es etwas, mit dem du alles richtig machen kannst. Und zwar, wenn du gar nichts mehr sagst. Ach nein, da musstest du ja schon einmal hören, wie kalt und feindselig er das findet. Es bleibt also anspruchsvoll, aber du bemühst dich ja weiter. Sollte der Narzisst dir eine schlechte Absicht unterstellen, erkläre dich unverzüglich ganz ausführlich. Rechtfertige dich umfassend, dass du kein so schlechter Mensch bist, wie der Narzisst es darstellt. Verteidige dich möglichst emotional und zeige offen, wie sehr es dich trifft, dass er so schlecht von dir denkt. Anschließend fühlst du dich schuldig, wenn du ein eigenes Bedürfnis bei dir bemerkst und prüfst sehr gewissenhaft, ob das dein Egoismus ist, von dem der Narzisst immer wieder spricht. Setzt du aus Versehen einmal eine Grenze, hast du endgültig bewiesen, dass es dir immer nur um dich geht. Sollten Freunde dich dagegen als fürsorglich oder großzügig beschreiben, lässt du dich davon bitte nicht verwirren. Der Narzisst kennt die Wahrheit über dich. Nun stelle dir vor, dass du deinen Besuch bei ihm langsam beendest.
Verabschiede dich mit dem beunruhigenden Gefühl, heute wieder viel zu wenig für eine gute Beziehung zu ihm getan zu haben. Zu Hause angekommen, erhältst du eine lange Nachricht von dem Narzissten. Darin erfährst du, an welcher Stelle deine Wortwahl, dein Tonfall und vor allem dein Lachen unangemessen waren und den Narzissten gekränkt haben. Lies sorgfältig jeden Satz mehrfach und gehe tief in dich. Antworte auf jedes Wort, erkläre jede Absicht und sage mehrmals, dass es dir leid tut. Je ausführlicher du dich rechtfertigst, desto besser. Erhältst du weitere Nachrichten mit neuen Vorwürfen, gehe ebenfalls auf alle ein. Solltest du aufgrund der Vielzahl der Kritikpunkte durcheinander kommen, beginne wieder von vorn, bis du dich lückenlos geäußert hast. Danach solltest du gründlich darüber nachdenken, was du beim nächsten Besuch besser machen kannst. Beenden wir nun diese ironisch gemeinte Anleitung, es dem Narzissten recht machen zu wollen. Entscheidet selbst, für wie übertrieben ihr meine Ironie und natürlich Selbstironie haltet. Niemand hat es verdient, sich an diesen emotionalen Missbrauch der verdeckten vulnerablen Narzissten anpassen zu müssen, notgedrungenerweise. Und die Verantwortung dafür liegt, wie eingangs erwähnt, einzig und allein bei den Tätern, vor denen wir uns durch Wissen schützen können. Mehr über die typischen Merkmale des verdeckten vulnerablen Narzissmus erfährst du in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Beitrag. Liebe Grüße von Iris.